Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Informationskanal. Jetzt beginne ich eine Aufklärungsserie zum Thema des Verdauungstraktes. Und weil mich bisher Fragen per E-Mail erreicht haben und Wünsche zu Themen auch geäußert werden, möchte ich dem gerne nachkommen. Und daher fordere ich Sie auf, Fragen, die Sie zu meinen Filmen haben, auch wirklich zu formulieren, gerne auch online. Und ich sammle diese Fragen und werde dann in gewissen zeitlichen Abständen diese zusammenfassen und auch Ihre Antworten sozusagen oder meine Antworten auf Ihre Fragen dann formulieren. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch. Das Thema Verdauungstrakt wird in dieser Serie die Dinge behandeln, die ich sozusagen in meinem täglichen Geschäft immer wieder erlebe. Da geht es zum einen darum, dass der eine nicht schmecken kann, dass immer ein trockener Mund ist, dass Sodbrennen besteht, dass der Magen sich nicht öffnen will und man immer ein Völlegefühl hat, dass man kurze Zeit nach dem Essen über Symptome klagt im Sinne von Flasch, also Rötung oder Aufstoßen oder Müdigkeit oder Durchfall oder allgemeinem Schweregefühl, verschiedenste Dinge, das oftmals nicht eindeutig herzuleiten ist. Liegt es an den Kohlenhydraten, liegt es am Gluten, liegt es am Fruchtzucker, liegt es an dem Milchzucker, liegt es an histaminhaltiger Ernährung, habe ich vielleicht eine antikörpervermittelte Unverträglichkeit, habe ich eine Sofortreaktion im Typ 1, die Allergietyp, also IgE, habe ich vielleicht ein angeborenes Immunsystem, was mir Probleme macht, wo die neutrophilen Granulozyten hauptsächlich reagieren und Botenstoffe wie Interleukin 1-Beta, TNF-Alpha, also Tumornekrosefaktor Alpha, freisetzen und damit die Silent Inflammation, also die Entzündung, die unterschwellige im Körper aufrechterhalten. Und es gibt diese FODMAP-Diäten, es gibt die Möglichkeiten, dass wir nicht genügend Magensäure produzieren und was können wir dagegen tun. Es kann sein, dass Histamin zwar theoretisch unser Problem ist, weil die Diaminooxidase-Aktivität vielleicht erniedrigt gemessen wurde, aber wir kennen genügend Menschen, die trotz dieser niedrigen Werte mit Histamin eigentlich gar kein Problem haben. Und dafür gibt es zum Beispiel die totale Histaminabbaukapazität, die man zum Einsatz bringen kann, dass man aber auch Histamine binden kann, indem man Dinge nach dem Essen oder zur Nacht hinzufügt, die solche Dinge binden und ausleiten können. Bedeutet, dass es auch natürlich Einschränkungen ihrer Entgiftungskapazität geben kann. Das kann genetisch bedingt sein, das kann erworben sein, das kann daran liegen, dass ihnen irgendwelche Mikronährstoffe mittlerweile verloren gegangen sind, weil sie ihre Ernährung wegen der Unverträglichkeiten und der Missempfindung so weit eingeschränkt haben, dass gar nicht mehr drin sein kann, was sie brauchen, um, selbst wenn es drin wäre, das aus dieser Sache heraus aufbröseln zu können und aufnehmen zu können, oder die Darmpassagezeit ist so schnell, dass das, was Sie eigentlich resorbieren sollten, bereits den Darm wieder verlässt, also mit Durchfällen oder häufigen Stuhlgängen im Grunde genommen belastet ist und daher nicht zum Erfolg kommen kann. Alle diese Fragen, die sich um dieses Thema ranken, sind funktioneller Art häufig, greifen letztendlich auf das Grundlagenwissen der Medizin zurück, da wo es darum geht, was ist eigentlich essentiell, also absolut notwendig, damit bestimmte Dinge überhaupt funktionieren können langfristig. Warum sind zum Beispiel meine kurzkettigen Fettsäuren zu niedrig oder zu hoch? Was hat Essigsäure mit Verstopfung oder mit Reizdarm oder Durchfall zu tun? Was hat Buttersäure mit Darmschleimhauternährung zu tun? Was hat Propionsäure mit Antientzündlichkeit überhaupt im Körper zu tun? Also auch mit MS oder mit Kniegelenksbeschwerden zum Beispiel. Was ist ein Durchlässigkeitssyndrom? Wie entwickeln sich dadurch zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Was muss ich tun oder kann ich tun, um das zum Beispiel auch wieder zur Abheilung zu bringen? Alles diese Fragen beschäftigen Sie wahrscheinlich und beschäftigen viele Menschen und vor allem die Patienten, die auch zu mir in die Praxis kommen. Und nicht immer ist das eine Antwort auf diese Frage. Meistens sind es viele Gründe, die ineinander greifen, und es ist Zeichen, dass wir viel Zeit auch brauchen, um eine Anamnese zu machen, um eine Diagnostik zu betreiben, um diese Ergebnisse zu besprechen, um ein individuelles Behandlungskonzept daraus zu entwickeln. Und längst nicht jeder kann sich diese Dinge, die leider auch immer wieder Geld kosten, leisten. Aber mir ist schon daran gelegen, dass dieses Wissen allen irgendwie auch
gängig ist, und das versuche ich über die folgenden Themen dann sozusagen zu kommunizieren, und dann können Sie vielleicht schon mit diesen Tipps und Tricks einige Dinge auch für sich selber ausprobieren, und das kostet kein Geld, da müssen Sie nur zugucken und Fragen stellen, die wir dann, vielleicht drücke ich mich nicht richtig aus, zusammenhängend in einem Zwischenfragen-Antwort-Video für Sie wieder bereitstellen. Also, ich freue mich drauf, bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Kanal und stellen Sie die richtigen Fragen, damit Sie auch endlich die richtigen Antworten bekommen. Ich freue mich drauf, Ihr Dr. Wiechert.